Danke. Spürst du es schon? Ich Spürst du spüre es. den Titel? Ich habe übrigens wieder Originalton für Musiker angemacht. Ich mag Nebengeräusche. Ja, ja, Wie sieht das bei dir aus? ja, genau. Den habe ich jetzt auch dran, weil der ist völlig okay und ich zeichne ja jetzt auch auf getrennten Spuren auf bei mir. Gott sei Dank habe ich das jetzt eingeführt, weil Gott sei Dank, du hast ja das letzte Gespräch gerettet, weil war gar nicht so gut, unter Das wäre auch so unterschiedlichen. okay gewesen. Also Ja, das wäre alles, wir müssen uns furchtbar alle nicht gewesen. so einen Oh Gott. Stress machen, finde ich. Doch, 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 man muss sich echt einen Stress machen. Also, Man muss sich Stress ja, machen. man muss sich Stress Geiler machen, weil Kanal. So, wir müssen uns viel mehr Stress machen. viel mehr Eine Stress machen. paradoxe Intervention. Ehrlich gesagt, mein Gefühl ist, dass sich die Menschen generell zu viel Stress machen. Ja, Ich glaube, dass das so ist. Ich beobachte das sehr stark bei Eltern in Bezug auf Kinder, ja, dass sie sich extrem viel Stress machen, so, es richtig zu machen, es gut zu machen, und dann daran irgendwie innerlich scheitern und auch unter so einem großen Druck stehen und deswegen auch immer irgendwie erschöpft, auch leicht genervt sind und so weiter. So. Und das ist schade. Das ich habe finde ich schade. ich hab eine Idee dazu, also noch was Ja, beizusteuern im Grunde oder nur einen weiteren Gedanken. Ich sehe das wie du, nur fände ich es interessant, da nochmal zu differenzieren und zu schauen, was ist das für eine Art von Stress. Und ja, um so ein bisschen den Bad Cop zu spielen, das ist übrigens heute so ein bisschen auch mein Grundgefühl, mal gucken, ob sich das durchhält. Aber okay. also einen Einwand einfach nur zu formulieren. Die Frage ist, was für eine Art von Stress ist das? Ist das ein Stress, der, dem man so ausgeliefert ist, von dem man Opfer ist oder Betroffene ist oder Betroffener ist? Oder ist es eine Form des Stresses, die sich auf eine Weise auch so anfühlt, dass man sie ein bisschen kontrollieren oder dosieren könnte? Weil ich glaube, in dem Moment, wo ich bin keine Mutter, ich weiß also nicht, wie das ist, aber bezogen jetzt auch auf vielleicht andere Situationen, wo man Verantwortlichkeiten hat, zuzulassen, dass eine Art Erschütterung überkommt, bei der einem oder die damit einhergeht, dass einem auffällt oder einer auffällt, oh Gott, was habe ich denn da gemacht? Oh Gott, was mache ich denn da? Also man könnte auch von Hm, Reue sprechen, hm, um hm. das mal sehr extrem auszudrücken. Aber wie gesagt, manchmal sind diese Begriffe hilfreich, um halt den Gedanken einzufädeln. Dann ist das Ähm, was anderes. hm, Da macht dein Körper reagiert auch sehr stark und dann setzt aber etwas ein, was man Erkenntnis nennen könnte, weil man davon überrumpelt ist, was einem das Leben über das eigene Handeln verrät. Und das ist, glaube ich, die Art von Stress oder die Art von, oh Gott, die vermieden werden soll durch so einen Dauerstress, der darin besteht, das immer auf dem Level zu halten, wo man sich an etwas orientiert, was man irgendwie noch sehen kann. Also Stress alles richtig machen an ja, Ratgebern, ja. an Hinweisen, an Hm, irgendwelchen Sachen, die man halt sehen kann. Aber es geht ja, also wenn sich wirklich was ändern sollte, dann müsste man eigentlich auch mal zulassen oder wäre es eine interessante Idee zuzulassen, dass einen diese richtige, also vielleicht das richtige Gefühl für Schuld oder Scham überkommt, ja. dass man einmal davon ergriffen ist und dann sehen kann, okay, hier gibt es einen ganz anderen Hebelpunkt. Und das ist Hm. aber das hat was Abgründiges. Und ich glaube, das soll vermieden werden durch dieses ständige, ja, ich mache es halt irgendwie falsch. Oder also ich kann mich weiterhin, wir hatten das letztens mit diesem, ich bin ein Problem, also bin ich. Ich halte das auf eine Weise für einen Bluff, der unbewusst ist, aber der halt eigentlich immer nur signalisiert, wir haben schon irgendwie auch was, woran wir uns auch immer noch so ein bisschen abarbeiten können, wo wir so ein bisschen auf uns draufhauen können, damit das Leben nicht einmal richtig auf uns draufhaut. Genau. Oder die Erkenntnis. Das ist ein guter Punkt. Also das ist ein extrem guter Punkt, den du machst. Ja. Du hattest am Anfang gefragt, was dieser Stress ist, ne, zum Beispiel den sich Eltern machen. Und ich würde sagen, das ist ein Stress, der versucht, einem Bild zu genügen, ja, was, egal wie ich das bekommen habe, ich würde vermuten sehr früh, ja, ein Bild von, was es heißt, ein gutes Elternteil zu sein, eine gute Mutter oder ein guter Vater. Und an diesem Bild scheitert man.
Das heißt, der Stress, den man hat, würde ich sagen, ist mein Stress im Angesicht meiner eigenen Urteile über mich, die bei genauerer Sicht nicht meine Urteile sind, sondern die Urteile von, ich würde sagen, Mutter und Vater oder von frühem Umfeld plus Gesellschaft plus allem, was wir in uns aufgenommen haben, um hier zu funktionieren, um reinzupassen und dazuzugehören und so weiter. Das heißt, komplett sinnvoll, ja, aber dann spätestens, wenn wir selber dann in diesen Rollen sind, als Erwachsener mit Kindern, sind diese Bilder in uns sind natürlich tödlich. Ja? Gleichzeitig, und das ist dein Punkt, geben sie uns eine Orientierung. Sie geben uns eine Orientierung, die negativ ist. Ja? Im Sinne von, das erreiche ich nicht, ich scheitere daran, es hält mich als Opfer. Ja? Ich bin quasi wie, ich fühle mich eigentlich wie Opfer meiner eigenen inneren kritischen Stimmen. So. Und frage mich auch gar nicht, ja, was will ich eigentlich? Wie bin ich eigentlich? Mit Kindern zum Beispiel. Wie bin ich eigentlich in der Partnerschaft? Wie bin ich eigentlich wirklich? Weil ich ständig dabei bin, Erwartungen zu erfüllen. Das ist ja nicht nur, dass ich meine eigenen inneren Stimmen habe, die Erwartungen an mich haben. Ich tue sie ja auch auf andere und denke, die haben die gleichen von mir. Und dann habe ich ein Riesenproblem. So, und jetzt hast du aber noch was anderes gesagt. Das würde ich sagen, das ist schon schlimm genug. Also das ist schon richtig schlimm. Also ich habe das Gefühl, das hindert uns daran, sowohl wirklich, es hindert uns daran, das Leben zu genießen, das Leben wirklich, wirklich glücklich zu sein in dem Leben, was ich habe. Es hindert alle möglichen kreativen Ausdrucksformen von mir, weil ich ja ständig mich messe mit einem mehr oder minder bewussten Bild. Und also das ist alles schon schlimm genug. Und dann gibt es noch das andere, von dem du sprichst. Jetzt bezogen auf diese Rolle von Elternsein, ist das ja eine sehr, sehr große Aufgabe. Und das heißt, da ist eine Größe, die da ist. Das heißt, die Verantwortung, die ich habe, das merkt man in dem Moment, also ich merke das halt von außen, wenn ich halt sehe, irgendein Erwachsener sagt wieder aus meiner Sicht was komplett Unsensibles zu einem kleinen Kind. Ja? Also oft sind es ja so Zuschreibungen wie, ja, teilweise unterstellen sie den Kindern halt eine Absicht, was Böses. Wo die Kinder einfach nur so sind, wie sie sind. Aber sie werden dann schon, oder wenn die Eltern sagen, ja, meine Kinder sind so schwierig, wo ich innerlich denke, nee, nee, hier ist jemand, der ist schwierig, aber das sind nicht deine Kinder. Ne? Aber das kann man natürlich nicht so einfach sagen. Da ist eine größere Aufgabe und das sehen wir. Wir wissen das. Wir wissen, was für eine Verantwortung wir haben. Und im Angesicht dessen ziehen wir uns zurück auf diese Bilder, an denen wir dann uns abarbeiten und daran dann verzweifeln. Ich weiß nicht, ob du das meintest. Also da ist tatsächlich etwas, vor dem wir ehrfürchtig sein könnten. Ja. Ja, vor der Größe der Aufgabe, ja, Größe der Rolle, meine Verantwortung. Aber leider können wir als Menschen selten im Angesicht dessen stehen bleiben, sondern ja, in gewisser Weise brechen wir zusammen. Also ich weiß nicht, ob man das so sagen kann. Ja, in manchen Fällen, also es klingt jetzt ein bisschen hart, aber in manchen Fällen wäre das sogar vielleicht mal sinnvoll, wenn sich jemand das in einem Wunderbar. Rahmen erlaubt, Ja, in dem halt jemand anderes einen halten kann und das nicht ständig ja, irgendwie unbewusst natürlich formuliert wird oder in Räumen inszeniert wird, wo die Leute nicht dafür verantwortlich sind, einen zu halten und einen auch nicht halten können. ja. Du hast was ganz Entscheidendes gesagt, finde ich jetzt noch, also was noch unausgesprochen geblieben ist in unserem bisherigen Dialog. Du hast Messen gesagt. Und da habe Hm. ich auch gedacht, das ist genau das kleine Spiel, Ja, das wir über diese Abgründigkeit oder vor diese Abgründigkeit stellen.
dieser Versuch, da irgendwie ein Fallnetz einzubauen. Das ist das Vergleichsspiel. Denn in dem Moment, wo du erlaubst, zusammenzubrechen und dir einzugestehen, dass es eine Riesenaufgabe ist und von da aus natürlich zu schauen, wie kann ich die interpretieren. Es muss ja niemand perfekt sein. Ich Genau. weiß nicht, ob das wirklich so ist, wie ich es mir vorstelle, aber viele Leute, die auch irgendwie psychologisch gebildet sind, kennen vielleicht so Autoren wie Winnicott zu wenig. Und ich habe den auch noch nicht gelesen, aber der sagt ja im Grunde etwas total ähm, Ernüchterndes, nämlich es muss niemand perfekte Eltern sein. So, das nimmt einem ja den ganzen Wind aus den Segeln, irgendwie den ganzen narzisstischen Wunsch danach, irgendwie ein gutes Bild zu performen. Und auch genauso Mm, Therapeuten. Es muss keinen mm, perfekten Therapeuten geben und wir müssen auch nicht danach suchen. Es reicht einigermaßen halt etwas zu können, um zu helfen. Und der Rest ist halt irgendwie natürlich, das sind Bereiche, das sind Gebiete. Aber solange wir in diesem Vergleichsspiel sind, schaffen wir eine Scheinsicherheit, egal in welchem Bereich. mm. Also bei der Elternschaft ist das sicherlich eine ganz viel größere Nummer und eine existenziellere Nummer als in anderen Hinsichten. Aber wenn du für irgendwas eine Verantwortlichkeit hast, zum Beispiel einen YouTube-Kanal, zum Beispiel eine Firma, zum Beispiel eine Beziehung, zum Beispiel einen Raum, ein Tier, was auch immer, oder einfach Ja, für sich selbst, ist dieses Vergleichsspiel, glaube ich, der große Bluff. Das ist das, wo wir denken, alles hinge davon ab. Und ja, das zielt auf dieses Absolute. Wir hatten das letztens schon mit dem Göttlichen und mit dem Relativen, wo die Wahrheit im Relativen natürlich auftaucht oder wo die Wahrheit sogar in der ja, Verwechslung auftaucht. Aber dieses Vergleichsspiel finde ich so zäh. Wenn das aufhören würde oder wenn das auch nur graduell aufhört, da werden die Leute richtig nervös. mm, Da fängt es richtig an zu zittern. Und das müssten wir erlauben. Wir müssten erlauben, dass die Abgründigkeit im Kleinen auftaucht, schon in der kleinsten Verschiebung von Verweigerung von Vergleichsspiel. Und wir sind einfach, das ist so zäh, wir sind so krass verbohrt darin. Ich erlebe es so, entweder bei mir selber oder mit anderen oder auch manchmal bei anderen. Es ist so schwer, dieses sich vergleichen Spiel rauszunehmen, egal in ja, welcher Beziehung. Das ist richtig krass, das rauszupopeln. Oder einfach halt diese Leerstelle zuzulassen. Weil das geht sofort ein ja, Riesending auf. Und ja, genau. lohnt sich aber, Mm. glaube ich. Ja, also das ist ein wesentlicher, also man kann das gar nicht hoch genug ansetzen. Hm. Ja, die Kraft des Vergleichens. Ja, mich selber und egal, wo ich da abschneide. Ne? Ich Ja, denke, die meisten von uns schneiden schlecht ab, wenn sie sich vergleichen. Also sie vergleichen sich dann als Eltern mit anderen Eltern, die das ja so gut hinkriegen. Ja? Auf dem Spielplatz sieht man die anderen und die kriegen das ja so gut hin. Und das stimmt ja überhaupt nicht. Ja? Und, oder man schneidet gut ab und stellt sich über die anderen und verurteilt die. Ja? Ich denke, wir kennen beides in uns. ja. Ja? Wir kennen beides. Du hattest noch was anderes gesagt, ist mir jetzt entfallen. Ach nee, genau. Nein, Winnicott hast du reingebracht, ne? Außer dass ich kaum weiß, wie man ihn schreibt, weiß ich, dass es ihn gibt und ich weiß, dass er einer der bedeutendsten Psychologen überhaupt war. Ähm, und dieser Satz, wir können es nicht perfekt machen. Ja? Und wir müssen nicht. Wir müssen nicht. Ja, das ist dasselbe, ne? Also von ich kann es nicht perfekt machen zu ich muss es nicht perfekt machen. Das ist wieder dieses, ne, zwischen Anspruch, dann Resignation, ich schaffe es nicht, aber ich muss ja auch gar nicht. Entspannung. Ich erinnere mich an einen Moment mit meinen beiden Söhnen, als die klein waren, auf dem Spielplatz. Und die hatten beide unterschiedliche Anforderungen. Der eine war älter, der andere jünger. Und ich stand irgendwo auf irgendeinem so Podest, keine Ahnung, wie ich da hingekommen war, aber links war der eine und sagte, Papa, wir lassen uns jetzt mal schaukeln. Und der andere, Papa, wollen wir jetzt eine Burg bauen? Und ich auf diesem Podest und und das Coole war, dass ich quasi nicht, ich habe sozusagen, ich blieb in diesem, und dann plötzlich war klar, ich habe keine Chance. Und darin war eine unglaubliche Entspannung. Dieses, ja, weiß ich auch nicht.
Weißt du, so, weiß ich auch nicht. Und das war Freiheit in dem Moment. Weil wir haben immer das Gefühl, wir müssten jetzt entweder den einen oder den anderen oder so irgendwelche Ideen von Gerechtigkeit nach dem Motto, okay, ich mache jetzt erstmal mit dir ein bisschen und dann mit dir ein bisschen, ja, oder versteh doch mal, du bist der Ältere und dein kleiner Bruder oder du, wir haben jetzt die ganze Zeit schon und jetzt lass uns mal einfach zu sagen, ich habe keine Chance. Ihr habt mich. Alles klar. Alles klar. Ergeben. Ich ergebe mich. Ich weiß auch nicht. Weißt du? Und das Lustige in dem, ich weiß nicht, wie das dann ausgegangen ist, aber Kinder können mit diesem Moment ja unheimlich gut umgehen. Ja, ja. Viel, viel besser als Erwachsene, weißt du? So, eigentlich war das nämlich so, ich war weder im Zwang, mit dem zu sein, noch im Zwang, mit ihm zu sein. Ich war ein Dritter. Ich war autonom. Weil wir wollten ja heute über das Thema autonom, ähm, Autonomy, wie heißt das deutsche Wort? Autonomie und Verschmelzung. Hm. Ja? Ich war also weder verschmolzen mit ihm, noch verschmolzen mit ihm, noch war ich verschmolzen mit irgendeiner Idee von so oder auch von, das darf ja auf keinen Fall aus dem Ruder laufen, weil das hatte auch so einen Kontrollverlust, der Moment, sondern einfach nur, ich bin hier. Ja, und ich habe keine Ahnung, was als nächstes passiert. Ja, mal schauen. Und dann löste es sich auf in Ja. irgendwas. Ja, Aber dadurch bist du präsenter und ja, substanzieller da, ja, ja. als wenn du in deinem Kopf die ganze Zeit diese Logistik vollzogen hättest, wie du es eben beschrieben hast oder Mm, plastisch gezeigt hast. Dieses, okay, erst mache ich das, dann mache ich das und dann. mm, Und worauf ist das bezogen? Das ist auf das dritte, was du genannt hast, nämlich die Idee bezogen, der du gerecht werden willst, indem du versuchst, alles gerecht zu verteilen. ja, Das ist eigentlich, eigentlich könnte man das fast schon Ideologie nennen, weil ich glaube, das ist wie so ein, das ist eine Blaupause für das, was dann in auch ideologischen Zugängen zu Gerechtigkeitsvorstellungen oder Gerechtigkeitshandlungen oder angeblichen Gerechtigkeitshandlungen zum ja, Tragen kommt. Dass man so eine künstliche Waage versucht herzustellen, ohne ja, diesen Moment zu haben, in dem sich dieses Lot der Waage überhaupt mal kurz in den Boden senken könnte. Und man versteht, wie das funktioniert, wenn sich Kräfte ausgleichen und welche Schönheit das hat. Ähm, aber genau, es ist eine interessante Frage, was das für eine andere Qualität von Autonomie ist, die sich darin zeigt, dass man auch in der Lage ist, sich zu ergeben. Man könnte sagen, Schwäche zu zeigen. ja, Diese Schwäche, die aber bedeutet, ich sinke auf meine Möglichkeiten zurück, ich sinke auf die realen Möglichkeiten zurück und verliere mich nicht im Funktionieren. Und manchmal ja, habe ich sogar, also ich, wie gesagt, ich habe das nicht so direkt erlebt wie du, aber es ist meine Beobachtung, die sich so zeigt, verlieren sich Eltern oft natürlich irgendwie in dieser Vorstellung, Bildern gerecht werden zu müssen. Und ich habe das Gefühl, dass Kinder irgendwie auch sehr fähig sind, zu versuchen zu provozieren, dass der Erwachsene zu sich kommt. ja, Irgendwie. Und die Mittel da natürlich unterschiedlich sind. Aber das ist etwas, wo du eben meintest, man denkt immer, die Kinder seien schwierig. Und was würde passieren, wenn dieses Kräftegefüge sich auf eine Weise so konzentriert, wie du es jetzt bei dir oder so organisiert, wie du es jetzt bei dir entschieden hast, dass sich sogar die Situation auflöst, wie durch ja, Zauberhand, ja, in ja. dem Moment, wo du zu dir stehst, sag ich mal so ganz, ganz plump. Es gibt was von Vera F. Birkenbiel, ein ganz kleines Beispiel noch, wo sie was beschreibt von einer Mhm. Mutter, die hat eine Tochter, die kriegt immer Anfälle irgendwie, gerade wenn sie ins Bett muss. Und die Mutter schafft das nicht, irgendwie herauszufinden, woran das liegt oder wie sie das lösen kann. Versucht immer, die Tochter zu beruhigen. Und diese Mutter ist eine ganz erfolgreiche, Mhm. beruflich irgendwie patente Businessfrau, bis sie dann irgendwie auf die Idee gebracht wird, dass das, was die Tochter tut, etwas ist, was die Mutter sich ewig versagt. Mhm. Nämlich einfach mal kindisch zu sein und auszurasten und sich zu weigern und eben nicht zu funktionieren. Und dann macht die Mutter was Interessantes eines Abends.
Die fängt auch an, auf dem Bett rumzuspringen und zu sagen, ich will morgen nicht aufstehen, ich will nicht. Und sie Ja. macht im Grunde dasselbe, was die Tochter inszeniert und lässt es einmal endlich durch sich durchgehen. Hm. Und die Tochter guckt die an mit offenem Mund und geht ins Bett und schläft. Ja. Und, also Vera F. Birkenbier hat daran versucht zu erklären, dass es gerade in so engen Beziehungen wie Familien- oder Eltern-Kind-Beziehungen wie so eine Art Rohrsystem gibt, wo halt der eine, der einen Drang nach unten drückt, das zum anderen schiebt und das explodiert da halt hoch. Und oft sind halt Kinder Genau. diejenigen, an denen sich das dann wie Symptome im Grunde äußert. Und in dem Moment, wo man sich dieser Kräfte annimmt, die bei einem halt gerade da sind, und ja, kann man noch in andere Richtungen schauen mit Containment und so weiter, aber in dem Moment, wo zumindest das mal gelernt wird, einen Umgang damit zu finden, der halt nicht der cholerische Anfall ist oder sich gegen das Kind richtet, sondern halt das in sich selber mal zuzulassen, einfach als Reaktion. Ähm, und vielleicht sogar daraus was Spaßiges werden kann, was Freudiges werden kann. In dem Moment ist der andere entlastet, weil er eben diese Kräfte nicht Absolut. mehr verkörpern muss vom anderen. Das Genau. fand ich eine schöne Geschichte irgendwie von ihr. Die ist super. Die ist ganz toll. Also du hattest am Anfang gesagt, mit diesem zu mir selber stehen in dieser Situation, die ich gesagt hatte. Das Interessante war, dass das ja gar nicht meine Absicht war. Meine Absicht, eigentlich hatte ich gar keine Absicht. Das war eben der Punkt. Das war das Ende einer Absicht. Ich habe einfach nur eingestanden, ich habe verloren. Ich gebe auf und in dem Sinne habe ich dann für mich eingestanden. Ja, Aber es war nicht eine Technik nach dem Motto, oh, in dieser Situation muss ich jetzt für mich einstehen. Es war keine Technik. Aber das Resultat war dasselbe. Und zu der Geschichte von der Birkenbiel, das kenne ich gut. Also mir ist jetzt, also das ist mir aber nicht, als ich noch meine Kinder hatte. Als meine Kinder klein waren, war ich in der Idee von, ich muss ein guter Vater, ich muss eine gute Mutter, beides gleichzeitig sein. Und ganz viele Dinge dürfen nicht passieren und ich muss mich bemühen und so weiter. Also da war ich voll im Arsch. Und das war sehr anstrengend. Und das habe ich jetzt erst durch meine Enkel eigentlich gemerkt, was noch eine Möglichkeit ist. Ja, und das nenne ich eine Mischung aus Respekt und Quatsch. Das ist für mich wie der Schlüssel für Begegnungen mit Kindern. Ja, Respekt und Quatsch. Und das heißt für mich, und es passiert genau das, was die Birkenbiel, was du geschildert hast. Ich gehe meinetwegen mit meinen Enkeln raus und wir spielen diese ferngesteuerten Autos. Ja, ja, die sind ja schon an sich völlig irre. So, ja. Und ich werde zum Kind. Das merke ich auch. Ja, ich werde zum Kind. Und mein einer Enkel, der wird dann plötzlich ganz erwachsen. Der sagt, ja, wir müssen jetzt ein bisschen aufpassen und so. Und ich muss halt innerlich, wenn ich das dann höre, ich höre das ja. Es gibt ja in mir noch jemand, der noch der Erwachsene ist, aber nicht ganz, das hat er mitgekriegt und dann übernimmt er einen Teil. Ne? Und dann weiß ich, ich bin auf dem richtigen Weg. Das weiß ich und dann mache ich weiter. Ja? Weil dann ist diese Last von mir genommen. Weil normalerweise hat der Erwachsene ja die Last, bloß keinen Spaß zu haben. Er muss ja immer gucken. Er muss ja gucken, fahren die Autos, fahren hier, fahren da, ne, gehen die kaputt und so weiter. Und in dem Maße, wo er loslässt oder die Mutter anfängt auf dem Bett zu springen, wird es durchbrochen. Ja, es wird irgendwas sehr Enges durchbrochen und dann ist es völlig natürlich, dass das Kind einfach schlafen geht. Ja, es ist dann, es ist ja eigentlich etwas passiert, was Erwachsene ja wahrscheinlich strikt ablehnen würden normalerweise. Ja, ich kann doch hier nicht kindlich sein. Ja, aber das ist überhaupt kein Problem. So. Außer es ist natürlich eine Strategie, ja. dann wird es eventuell nicht funktionieren, weil man kann daraus natürlich wieder eine Strategie machen und das wird dann nicht funktionieren. Aber dieser Moment, wo du aus der Rolle austrittst, egal in welcher Rolle du bist, ja, und das ist in Beziehungen auch, in dem Moment, wenn Beziehungen haben ja immer eine Tendenz, sich festzufahren in bestimmten Identitäten. Und meinetwegen, wenn jetzt der eine
die eine ist irgendwie, oder der eine ist sehr, sehr emotional und sehr fordernd und so weiter und der andere ist immer eher so abwehrend. Dann hat derjenige, der immer abwehrt, ja das Gefühl, ich muss das auch tun, damit das nicht eskaliert. Ich muss das irgendwie, ich muss es im Griff behalten, was hier um mich herum passiert. In dem Moment, wo er das aufgeben würde und ähm, diesen Wunsch, den anderen quasi wie zu containen, ja, im Rahmen zu halten, wenn er diesen Wunsch mal auf eine emotionalere Weise ausdrücken würde, also die Fassung verlieren würde, das wäre gigantisch. Ja? Und zwar nicht in Anschuldigung, sondern einfach die Fassung verlieren. Also, dass er unkontrolliert wird. Dann kann der andere plötzlich entspannen. Und dann wird sich diese Balance, es wird sich wieder eine Annäherung kommen. Ja, so. Ich würde total Ja, gern eine Formulierung von dir, ja, da jetzt irgendwie einen Haken. Die Fassung verlieren. die Fassung verlieren. Großartig. Ich habe nämlich gerade Genau. gedacht, weil wir ja auch, also ich finde es schön, dass wir uns auf diese Art dem Phänomen Verschmelzung nähern, weil weil wir ein bisschen aus der Distanz darauf zugehen, habe ich das Gefühl, oder ein bisschen darum herumgehen. Ja, Und ich glaube auch, dass es bei Verschmelzung nichts bringt, da jetzt erstmal einen Kreis drum zu ziehen und zu sagen, ja, in der Psychoanalyse sagt man das. Das ist lame, glaube ich. Also das kann man ja überall nachlesen. Das Interessante ist ja, wo vermuten wir das nicht? Und ich glaube, in diesen Konstellationen, wo die Beziehungen sich festfahren, weil die Leute halt ja, irgendwie bestimmte Identitätsbereiche einnehmen oder Rollen einnehmen, die dann ineinander greifen und deswegen hält das Ding zusammen ja, und sich keiner traut, aus der Rolle zu fallen, ja, weil es auch vielleicht ein bisschen bequem geworden ist und weil es eine Art Schonhaltung ist und derjenige, der zum Beispiel ein bisschen abwehrt, nicht nur das Ding vom Eskalieren abhält, sondern auch den Kontaktpunkt hält, der ja, angeboten wird. Und in dem Moment, wo er selber, ich sag mal, an der Stelle zum Leben erwacht und Bewegungen zulässt, auch in sich, aus der Fassung sich wieder schraubt oder ja, fällt, ja, also wirklich wie so ganz gegenständlich aus das Glühbirne wird ausgedreht oder die Schraube wird rausgedreht. Ähm, in dem Moment ist auch das Risiko da, dass er den anderen verliert, dass er den Kontaktpunkt verliert, dass er die Kontrolle verliert über den Punkt, an dem der andere natürlich auch immer das Angebot macht. Ah, hier funke ich und hier nehme ich, oder ne? Also das sind die Hände, die sich halt so ineinander greifen. genau. Okay. Äh, ist ja erstmal nichts, also das muss man ja nicht überdramatisieren, es passiert ja im Grunde auch ständig. Aber ähm, wenn die Fassungen, und ich meine, das ist richtig, also richtig Heimwerker-Metapher, wenn die Fassungen zu Scharnieren werden, Mhm. schon mal, und das beweglich wird, das heißt, man kann da bleiben, weil das ist ein Ah, interessanter Punkt, da ist schon eine Rolle, da ist schon was zu entdecken oder eine Signatur, ein Profil, aber es wird beweglich. Das Zwischenspiel von dem Fenster, von der Tür, es kann sich was öffnen, es kann zugehen, da kann Wind reinkommen. ja, In dem Moment beginnt halt der Tanz an diesen Punkten. Die Punkte werden klar. Es geht nicht darum, die Rollen einfach nur zu invertieren, weil das ist das gleiche Spiel umgedreht oder das gleiche Spiel in Grün, sondern da ein bisschen Bewegungsspiel zuzulassen und zu erzeugen, wo es bemerkbar ist. Dann passiert was Interessantes, glaube ich. Da ist es nämlich so, dass auffällt, dass diese Scharniere, auch so mechanisch gedacht, dass das zwei Elemente sind. Bei mhm. Türen hast du es mit den Türangeln, ne? Da ist die Fassung und das Ding wird von oben eigentlich nur draufgesteckt. Du Ja, kannst es aber aus der Angel heben. mhm. Und das ist nicht verschraubt oder sowas, sondern es ist halt irgendwie so. Und da ist es interessant, weil du hast einen Punkt, der ist lösbar beim Scharnier und einen Punkt, der ist jeweils mit der einen Sache verbunden. Man könnte auch sagen, verschmolzen. Und da haben wir Verschmelzung nicht von zwei wird eins, wie bei den Spice Girls, two become one, so, sondern ähm, wir haben Verschmelzungspunkte und wir haben Lösungspunkte. Mhm. Und da ist Verschmelzung etwas, da wird deutlich, dass Verschmelzung etwas Graduelles ist,
aber dass in dem Moment, wo wir sie nicht mehr bemerken, etwas ist, was uns vereinnahmen kann, etwas ist, was totalisierend werden kann, etwas ist, wo Ströme von Beeinflussung, Einfluss im wahrsten Sinne des Wortes, etwas von deiner Energie, nehmen wir jetzt uns als Beispiel einfach, ne, fließt in mich und ich krieg's nicht mit, ist ein ständiger Zustrom. Der Fahrradschlauch, wo das Loch ist und das ist so klein, dass es unbemerkt ist. Das ist auch eine Form von Verschmelzung, die wir oft zu wenig beachten, weil wir immer von diesem Kugelmenschen oder von diesem riesigen Mhm. Ding oder vom Orgasmus ausgehen, wo es ja sozusagen Ja, vielleicht einer der wenigen Orte ist, Geburt, Orgasmus oder Tod, wo das halt am nächsten drankommt. Wir kommen bestimmt auch noch auf die sakrale Bedeutung davon und auf das Göttliche, was darin ist oder die Sehnsucht danach. Aber diese kleinen Ströme in den Verstrickungen, die finde ich fast interessanter, weil das die Formen der Verschmelzung sind, die so negativ sind oder die so unbemerkt sind, dass wir nicht mitbekommen, wo wir einander beeinflussen und nicht entscheiden. Und da ist Verschmelzung Vereinnahmung, aber ich finde sie eben besonders da interessant, wo sie subtil ist. Und ich glaube, dieses Unbehagen, was auch mit dem Wort Verschmelzung zusammenhängt, ist, dass wir das oft sehr dramatisch denken. mhm. Und da ist es aber im Grunde fast schon ähm, so, so akkurat oder so klar oder so deutlich wie beispielsweise im Orgasmus, dass da ne, dieses Phänomen natürlich auftaucht. Oder im Drogenexzess ne, oder im Saufexzess, weiß ich nicht, oder im Sportexzess. Das Ja. Verhältnis zur Sucht wäre natürlich auch interessant nochmal zu befragen. Aber es ist eigentlich da gruseliger, glaube ich, wo es nicht so, wo die Verschmelzung stattfindet und wir sie nicht mitkriegen. Mhm. Oder in der Konformität, in der Gruppe. Das ist Mhm. auch Verschmelzung. Mhm. Ja. Und vielleicht finden wir auch, also ähm, vielleicht finden wir auch positive Beispiele für Verschmelzung. Ich habe da so ein bisschen den Blick in Richtung Musik zum Beispiel oder ne, was Ja. zusammen Ja. schwingen, ähm, wo wir das positiv vielleicht auch zeigen können. Also genau, der Ursprung, der Grund für dieses Gespräch war ja, der Anlass war ja insbesondere die Kommentare unter unserem letzten Gespräch, die dann auf das Wort Verschmelzung gingen, ne? Ja, Und eben, und tatsächlich, das habe ich im Nachhinein auch gemerkt, es ist schon interessant, dass Verschmelzung, ich habe das sehr positiv, also das ist für mich ein positives Wort, ja, in mir. Aber für andere scheint es nicht so zu sein. Da scheint in der Verschmelzung mehr der Übergriff zu liegen oder dieses Ungesunde. Also sie haben bei Verschmelzung eher das Ungesunde gesehen. Und ich denke mal, es gibt eben beides. Ne? Es gibt eben sowohl die ungesunde Verschmelzung und eine gesunde. Vielleicht ist da das bessere Wort Verbindung, ja, ja, Verbindung oder so. Aber was noch interessanter ist, ist halt, warum lösen solche Worte bestimmte Dinge aus bei uns? Ja, das ist so, und ich glaube eben, dass in diesem Spannungsfeld zwischen Verschmolzenheit, Verschmelzung oder Verbindung und Autonomie, Eigenständigkeit, sind halt die frühen Erfahrungen, die wir gemacht haben damit, ich glaube, alles entscheidend. Ja, und wenn wir die Eltern, diese frühen Bezugspersonen als übergriffig erlebt haben, das wird uns unser Leben lang wirklich stark beeinflussen und stark auch in eine Wegbewegung bringen vom Gegenüber, ja, von allen Angeboten in Richtung Verschmelzung. Ja. Wenn er zu mir will, wenn er nah ran will, müssen wir ihn eigentlich auf Distanz halten, um mich selbst nicht zu verlieren. Ja. ich habe noch einen Punkt, Aber ja. du hattest aber was anderes eben. Hattest du was anderes gesagt eben? Ja, mit dem Subtilen. Also Hm. es gibt etwas, es gibt eine Verschmelzung oder es gibt etwas, das passiert automatisch. Dieses Gespräch, was wir hier führen, geht nur, weil du bist dort und ich bin hier. Und du bist eine bestimmte Energieform und ich bin eine bestimmte Energieform. Und da ist etwas.
da formt sich etwas, da kann ich auch gar nicht, du beeinflusst mich. Ja. Das ist ein Schmelzungsprozess, der stattfindet. Ja, Ja. ein Austauschprozess an der Das ist ein Stelle, wo Austausch, wir ja. das Ja. Schmelzen der Persona Ja. gestatten. Ja. Und je elaborierter das ist, je mehr wir das betrachten können oder uns dafür auch miteinander interessieren, also je mehr uns das, was zwischen uns passiert, interessiert und weniger, wie stehe ich denn jetzt da, wenn ich das so sage oder so. Also Hm. je mehr wir darauf schauen gemeinsam, desto elaborierter ist auch die Verschmelzung an der Stelle. Es ist das Aufschmelzen. Was heißt elaboriert in dem Also ich Moment? sehe da darunter, also dass wir sehr bewusst auf etwas schauen. Man könnte sagen, wir haben eine Art Laborsituation, die wir schaffen, oder es ist etwas Erprobtes. Wir Mhm. machen Proben, wir machen Tests miteinander. Das kam mir, weil wir auch zum Beispiel in der Nachbesprechung von unserem letzten Gespräch zum Schluss darauf gekommen sind, wir schauen auf die feinsten Sachen schon in unserem ersten Mail-Kontakt und können da sehen, Ja, ja, ne, ja. was uns da Mhm. wie bewegt hat und Mhm. was wir da wie lernen konnten. Das ist für mich eine elaborierte Form Okay. von Kontakt, Mhm. weil wir halt uns hier, warum auch immer, dafür interessieren, nicht nur auf die Themen zu schauen, sondern auch darauf zu schauen, wie organisieren wir uns miteinander in diesem Kontakt und was ist zu spüren. Wir machen das jetzt auf der Ebene, man kann das auch nochmal auf einer anderen Ebene, noch energetischer oder wie auch immer, oder irgendwie anders betrachten. Aber also so ergibt sich das halt bei uns, sehe ich. Und das ist, wir hatten das ja schon festgestellt, das ist etwas, was in Kontakten, die einander nichts schulden, das Mhm. ist ja bei uns der Fall. Wir haben kein Arbeitsverhältnis, wir haben keine irgendwie, ähm, wie sagt man, institutionalisierte Form der Beziehung. Wir sind einfach zwei eigentlich unbekannte Menschen, Mhm. die sich halt für diese Situation aufeinander einlassen. Und darüber hinaus schulden wir einander weder Aufmerksamkeit noch irgendetwas anderes. Das ist eine elaborierte Situation, wo man, glaube ich, Sachen beobachten, feststellen, lernen kann. Wir können natürlich aber Dinge nicht lernen, vielleicht bestimmte Intensitäten nicht lernen, die in den anderen Beziehungen stattfinden. Mhm. Es muss ja nicht alles machen, aber das meine ich mit elaboriertem Mhm. Kontakt. Das muss man nicht Ja. in anderen Formen der Beziehung künstlich inszenieren, finde ich. Weil das wird schon unnatürlich. Wir hatten das mit dem I- Psychogelaber. Ja. Ja, okay, also ich würde sagen, das Essentielle oder das, was wirklich wichtig ist, ist, dass man auch über die Beziehung sprechen kann. Also, dass man sozusagen in der Beziehung ist, aber auch darüber reflektieren kann, aber nicht als eine Distanzierung. Ja, Ja, also das ist wie, aber ich glaube, dass das notwendig ist. Also ich glaube, dass es gut ist. Es ist wie, als ob sich beide Partner wie auf einer anderen Ebene treffen und nochmal schauen, wie war das eigentlich gestern? hm. Weißt du, kurz nachdem du den Teller auf den Boden geschmissen hast und ich in mein Zimmer gestürmt bin, wie war das? Was ist da eigentlich passiert? Also ich habe nicht das Gefühl, dass man da wirklich drum herum kommt. Ja, Ja? Und auch eine nüchterne, vielleicht eine sachlichere Art dann zusammenspricht. Das, glaube ich, ist wichtig. Und gleichzeitig du hast gesagt, genau, wir schulden uns nichts. Das heißt, wir haben erstmal eine gute Voraussetzung. Ja? Wir haben keine Geschichte. mhm. Und in diesem Kontakt tauchen dann aber, glaube ich, die gleichen Dinge auf, die uns dann an anderer Stelle auch das Leben sehr schwer machen. Aber in Miniatur im Grunde. In Ja, Miniatur und sozusagen noch handhabbar, sodass man noch darüber reflektieren kann. Und dann geht es auch um Details und dann geht es auch um subtile Kleinigkeiten. Ne? Wenn du jetzt, ne, ich schreibe dir gestern, ach, lass uns doch nochmal über das Thema Autonomie und Verschmelzung sprechen. Und da war ich so, ach ja, das können wir machen. Und du irgendwann heute früh, ne, also du schreibst deine Mails ja meistens so um 4 Uhr morgens oder 3:53 Uhr oder so. Sagst du, ja klar, heute, so, ne? Und ja, um 9. Und ich so, oh, weißt du so.
Und da war es so, und dann habe ich ja gesagt, nee, können wir um 10. Ja? Und das war aus meiner Sicht ein Risiko. Das ist jetzt klein. Es war das Risiko, dass du dann sagst, nee, das passt dann nicht mehr. Ja, so. Das heißt, ich merkte in mir, ich habe ein Interesse, dass das zustande kommt. So. Gestern war ich so drauf und dachte, ach ja, möglichst bald. Und du, okay, ja. Ich bin normalerweise gewöhnt in letzter Zeit, wenn ich diese Angebote mache, dass die Leute eher sagen, ja, nächste Woche. Ja. Und ich dann derjenige bin, der sagt, naja, aber vielleicht gibt es nächste Woche nicht mehr, lass uns vielleicht lieber heute. Und bei dir war es jetzt andersrum, ne? Ich sag, wollen wir? Und du, ja, jetzt, ne? So. Und ich dann so, oh. Ähm, das heißt, da war eigentlich diese Dynamik von Verschmelzung und Autonomie, die habe ich da gespürt. Ja, also in dem jetzt gleich war, oh, jetzt, ne, Verbindung. Ja, und da merke ich, ja, und, und dann zu sagen, ja, nee, aber doch dann lieber um 10, und da merkte ich Risiko, weil da kommt dann der Teil in mir rein, der es recht machen will. Ja, Ja, wenn die andere sagt um 9, dann ist das eigentlich, dann muss ich dem zustimmen. ja. Ja, also ich Also muss in dem die offene zustimmen. Tür rennen. Ja, Ja, also weil die Tür bleibt ja nicht offen. Weißt du, ja, die Tür ist ja an Bedingungen gekoppelt. Und eine Bedingung ist 9 Uhr. Weißt du, das wird dann, das sind natürlich, ich übertreibe es jetzt ein ja, ja, bisschen. ja, genau. Das meine ich Aber mit elaboriert. Wir können das hier so hochpegeln. ja, Sorry. ja, Ja, aber es ist nicht wirklich, so viel übertreibe ich nicht, weil das ist die Dynamik. Und die kenne ich in meinem Leben wirklich zur Genüge. Ja, dass, dass ich im Angesicht von einer direkten Anforderung dann eher zurückschrecke. Ja, und mich eher in meiner Freiheit eingeschränkt fühle und wieder versuche, Autonomie zu gewinnen. Ähm, Das heißt, in meiner Geschichte muss ich die Erfahrung gemacht haben, das war nicht drinne, ein Nein war nicht drinne. Ja, ja, ich musste das erfüllen, was von mir erwartet wird. Und, ähm, und das Risiko ist Kontaktabbruch. Ja, die Tür ist an Bedingungen geknüpft. Die offene Tür ist an Bedingungen geknüpft. So, ja. aber wie brillant, dass du den Kontaktpunkt verschoben hast. Ja, Also ich habe einen Vorschlag gemacht, du hast das hm, jetzt für dich genutzt, um halt irgendwie was durchzuspielen, wo du das als gesetzt, also die Forderung ist 9 Uhr, sonst geht's nicht. Also wie so ein Ultimatum, ja, jetzt oder nie. ja, Ähm, du hast was anderes gemacht. Vielleicht war bei dir also wie ich dich gehört habe, der Impuls ist eigentlich zu sagen, boah, das ist mir jetzt aber zu viel Ja auch einfach. Das ist zu viel offene Tür. Also durch das genau, Portal weht jetzt hier irgendwie der genau. Sturm durch irgendwie und boah, nee. Und du sagst, okay, ich könnte jetzt sagen, nee, dann das schaffe ich gar nicht. Ich glaube, ich sag ab oder ne, also oder Ja, mache ich auf jeden Fall und du übergehst dich und tötest deinen Impuls ab. Stattdessen hast du gesagt, eine Stunde später auch okay. Risiko, dann könnte also es könnte alles passieren. ja, Das habe ich natürlich alles nicht mitgekriegt. Für mich war nein, das so, ich dachte 9, weil wir uns letztes Mal auch um 9 getroffen haben. Das war so, pff. genau. Aber Ja, großartig, also wie man so unbewusst sich diese Dinger platziert. Und du sagst, nee, ist 10 auch okay. Und ich war zu dem Zeitpunkt noch wach. Ich bin danach noch mal eingeschlafen übrigens. Also, Gott sei Dank. ich erzähle dir aber gleich, wenn du möchtest, meine Geschichte Okay. also mit der E-Mail. Ja. Ähm, und dann sagst du 10. Und jetzt interessiert mich Folgendes. Was ist bei dir passiert, als ich geschrieben habe, cool, auch okay? Oder ist da irgendwas Okay. Bemerkenswertes überhaupt gewesen? Oder gar nichts? Da sind natürlich viele Dinge passiert, nämlich zum einen wieder alle meine Sorgen waren unbegründet. Es war gar kein Problem. Ja, also ähm, da war erstmal Erleichterung. Ah ja, das geht. Ja, dann habe ich noch ein bisschen Zeit. Ja, das ist gut.
gleichzeitig aber auch so eine Art von, also Beschämung ist zu viel, aber so ein bisschen wie dieses, okay, da war ich schon wieder in dieser Geschichte. In der Geschichte von, ich muss es recht machen. Ja? Und ähm, das heißt, da hatte ich bereits eine Beziehung aufgebaut zu dir. Ja? Zum Beispiel, und das kenne ich auch, eine Beziehung zu jemand, die nicht für sich einsteht. Also, oder die, genau, die, wenn ich sage, nee, lass uns 10 Uhr machen, dann mir nichts sagt, wenn das für sie ein Problem ist. Weißt du, Achso, was ich meine? dachtest du, dass das so wäre? Ja, ja, ja. Also das weiß ich von mir, das konstruiere ich. So ein Gegenüber konstruiere ich mir eigentlich regelmäßig. Jemand, der nicht für sich einsteht. Da Ja, kannst du ja das nie ist, sicher sein. nein, Kannst ja nie sicher sein, ob es für mich doch okay ist, weil du mit was ganz anderem dann interagierst. genau. Und dazu baust du die Beziehung auf oder den Genau, Bezugspunkt. exakt. Ich baue gar keine Beziehung zu dir auf. Ich baue eine Beziehung zu einem Objekt auf. Ja, das nennt sich dann ja auch Objektbeziehung und wahrscheinlich hat Winnicott davon gesprochen. Ja, aber egal. Ich habe dich kenne ich gar nicht. So, ja, so. Aber um überhaupt zu interagieren, habe ich ein Bild. Ja, ich habe ein Bild. Aber dieses Bild hat gar nichts mit dir zu tun, weil ich bemerke ja, es ist immer dasselbe Bild, was ich konstruiere. Und das ist offensichtlich eine Person, die nicht für sich einsteht, die nicht Nein sagen kann, wenn es nicht okay für sie ist. Und ich weiß, welche Person das war in meinem Fall, sodass ich immer wieder, dann kann ich mir nie sicher sein. Da muss ich das übernehmen, da muss ich die Verantwortung übernehmen für den anderen, denke ich. Ja? Und deswegen ist es auch so interessant, deswegen bin ich auch gespannt, wie deine Seite ist. Weil jetzt könnte man ja denken, boah, ist der kompliziert. Ja, denke ich jetzt gerade, ne? Boah, ist der kompliziert, so kompliziert bin ich gar nicht. Und genau, aber jetzt vielleicht deine Seite, weil vermutlich, wie du schon sagst, ne, für dich, ja, wir haben uns letztes Mal um 9 getroffen, also eigentlich ganz unschuldig. Ja, aber für mich löst es was ganz anderes aus. Ja, und das ist fast so ein bisschen so, erinnert mich fast ein bisschen an Kinder, die ja auch ganz unschuldig kommen. Wollen wir spielen? Oh, und ich so, so, okay, jetzt aber du, deine Seite der E-Mails. Also ich finde das spannend. Also auf eine Sache möchte ich eigentlich direkt eingehen, weil du das jetzt hier zwischen uns gelegt hast mit diesem, du konstruierst ein Objekt und dazu hast du Hm, eine Beziehung. Ich glaube, das ist nicht die ganze Wahrheit, weil du hast ja etwas anders gemacht. Das heißt, du bist auch in Beziehung zu dem Spielraum, den du dir erlaubt hast, den du dir gestattet hast. mhm, Also es ist eigentlich, was du beschreibst, diese ganzen Kirmessachen, die man im Kopf hat, die häufig unbewusst ablaufen und die wir jetzt hier halt einfach mal formulieren, um sie zu zeigen, ja. ähm, also aufblühen zu lassen, sozusagen, den Neurosengarten. Also das, Haha, da gibt es ja parallel etwas dazu, was jetzt hier auch stattfindet. Und das ist die Möglichkeit zu suchen. Oder dass etwas in dir auch sagt, okay, ich nehme die Situation, ich nutze diese Situation jetzt, ich sehe mich das hier gerade tun und ja. veranstalten Hm, und zugleich sehe ich das Gewässer, in dem das neurotische Bötchen gerade anfängt, in den Wind zu stechen und rumzufahren und zu kreisen. Und da hast du was anderes. Also du hast wie so vielleicht eine minimale, eine Stunde, ein Vorschlag, ein kleines Wort anders, um um eine Richtungsänderung zu erzeugen, die vielleicht mehr entscheidet, als man glaubt. Und ich glaube, wenn wir es nicht gemerkt hätten, wenn wir uns verkrampft hätten in diesem, ich muss Ansprüchen genügen oder das muss jetzt hier auch 9 bleiben, das ist wie dieser, da trifft dann irgendwie ähm, der es recht machen möchte, mhm, der People-Pleaser, auf diesen analen Charakter von, das muss aber 9 sein, wenn der jetzt nicht 9 sagt, dann nicht, dann nicht. mhm, Was auch immer, kann alles Mögliche sein. Aber da treffen halt diese Rollen aufeinander. Und wenn die nicht mitkriegen, was sie tun, dann sind sie in dieser
Objektkonstruktion gefangen. Hm. Aber du hast es jetzt mitgekriegt. Das ist was anderes. Da ist ja schon was anderes passiert. Da ist ja schon so ein Ja. Heilungskeim aufgegangen. Und meine Geschichte war nicht weniger neurotisch. Okay, also genau, also wir werden jetzt gucken, wer ist neurotischer? Ja, wir vergleichen uns nämlich da Natürlich, miteinander. ja, Wir vergleichen uns zwar in, selbstverständlich. Ich bin wer hat gespannt. die größeren Duftrosen. Hm, hm. ähm, bei mir war es so, dass ich weiß ich nicht, 20 vor 2 morgens aufgewacht bin und einen ganz wilden Traum hatte und dann hat es geklopft. Also ich war schon so wach, ich war schon so im Aufdösen, im mich wachdösen und habe mir schon gedacht, boah, ist ganz schön früh wahrscheinlich. Und dann habe ich ein Klopfen gehört. Also die Neurosen können ja auch sehr weit gehen. Und das war ja so spät nachts, das war diese Art von Klopfen, das wirklich an einer Tür in deiner Wohnung, so klang. Also es klang wie in meiner Wohnung oder an meiner Wohnung. Okay. Und es kann auch einfach ein Gegenstand gewesen sein, der bei den Nachbarn runterfällt. Oder es kann ein inneres Geräusch. Manchmal kommt das bei mir schon vor, dass da auch sowas sich so halb im Halbschlaf, im Halbtraum Ja. auch wirklich abspielen kann. Also Geräusche, die nicht möglich sind, dass sie wirklich passieren. Ähm, oder vielleicht ist das, keine Ahnung, auch eine Art Hellhören oder sowas. Also ich lehne das überhaupt nicht ab, diese Sachen zu erkunden. Manche Leute halten es für unmöglich, ich nicht, aber genau, es könnte auch sowas gewesen sein. Ähm, eine Fehlleistung, was auch immer. Ist egal. Jedenfalls war es wie ein Klopfen. Und das war natürlich ein Klopfen, auf das ich gar keinen Bock hatte. Und trotzdem war das so, dass ich dann aufgestanden bin und geguckt habe, ist jemand an der Tür? Also könnte das wirklich sein? Und ich Ja. bin wie diese Sau, von der ich dir letztens erzählt habe, wo dieses Video her war, halt so aufgestanden. So, Mensch, jetzt doch nicht. Jetzt stehe ich doch noch nicht auf. Aber etwas hat eben gesagt, jetzt bist du wach und jetzt guck mal in deine E-Mails. Das war Ah, wirklich sehr intuitiv. Und dann habe ich geguckt und dann hattest du geschrieben. Und schon irgendwie, also da ist ganz viel passiert in deiner E-Mail. Da war ja schon ganz viel Vorschlag. Da hast du mir Links geschickt, die ich übrigens mir rausgenommen habe, noch nicht zu öffnen. Und ich habe gedacht, du hast es mir vorgeschlagen und ich kann jetzt entscheiden. Ich muss ja nicht die Links öffnen. Also ich hm, muss mir nicht angucken, was du mir zeigen wolltest, um dir zu antworten. Das ist ja auch was, wo man manchmal denkt, ich muss hier erstmal alles abarbeiten und alles gelesen und geguckt haben, bevor ich dem antworten kann. Das ist ja auch so, wo man sich bekloppt machen stimmt, kann mit. stimmt. Ähm, Hm. und gleichzeitig umgekehrt, oh Gott, ich darf dem anderen nicht zu viel zumuten, weil der denkt, der muss hier alles abarbeiten. Das sind ja alles Vorannahmen. Und ich habe mir rausgenommen zu sagen, nee, habe ich jetzt keinen Bock. Ich habe sogar ein bisschen übertrieben, habe gesagt, oh nee, das nervt jetzt aber, Boris, das ist mir zu viel. Ähm, oder du willst doch jetzt nur Aufmerksamkeit. Also wie gesagt, ich übertreibe jetzt, weil etwas in mir natürlich genauso übertrieben hat, wie du vielleicht übertrieben, oder wie etwas in dir Hm. zur Konstruktion der eigenen neurotischen Geschichte übertrieben hat. Ähm, und dann habe ich gemerkt, dass ich eine ambivalente Antwort hatte auf deine Frage, ob wir bald dazu uns unterhalten, weil die Lust darüber zu sprechen war genauso real wie mein mich abarbeiten an meiner neurotischen Selbstforderung von ich müsste ja sagen. Okay. Oder das Ja hat mit dem Nein gerungen auf eine Art und Weise. Hm. Und das fand ich total interessant, weil natürlich, es war ja so früh, dass du noch nicht mit einer Antwort hättest rechnen können, weil du wahrscheinlich selig gepennt hast. Hm. Und dir halt auch wahrscheinlich überhaupt nicht viel dabei gedacht hast, aber bei mir war halt der Punk los. Und dann halt gesagt, ach, das ist ja spannend, dass das jetzt hier so wild, dass das etwas so aufwühlt. Und der Raum war da, der Raum war halt da, der war gerade da, was auszuprobieren. Hm. Und das war also wirklich richtig körperlich. Also wir hatten ja drüber gesprochen, ich arbeite viel halt auch mit so Verkörperungspraxis am Thema Grenzen und Nein. Und ich glaube, dass der Körper halt, es bringt nichts, das mental zu lösen. Du kriegst das mental nicht gewendet. Der Körper, das Nee. Nervensystem muss lernen, Hm. hier darf das Nein einmal rauf und runter rauschen und und da kannst du am Anfang Hilfsmittel benutzen, dich in den Raum verziehen, gegen die Wände drücken, alles abdichten, Kreise mit einem Seil ziehen. Es gibt unzählige geile Übungen, um halt Hm. mit Hilfe von Embodiment das Nein nachzuholen und wirklich
Das Nervensystem ist plastisch, da können Synapsen wieder entstehen. Also nicht nur das Gehirn, sondern das ganze Nervensystem. Du spürst wieder Außenmuskeln, das durchblutet anders. Das sind alles Sprachen des Körpers, wie das Nein formuliert wird. Über den Kampfinstinkt zum Beispiel oder auch über den Angstinstinkt, ganz viele Sachen. Damit kann man richtig präzise arbeiten. Aber für mich war das in dem Moment auch interessant zu gucken, okay, was mache ich, wenn ich jetzt keine Übungen drauf knalle, sondern einfach mal gucke, ob ich meine Gelenke sozusagen von innen öffnen kann und meine Blutbahn öffnen kann und mein Nervensystem öffnen kann, um zu sagen, nein, nein, mein ganzer Körper ist jetzt mit Nein erfüllt. Ich sage jetzt auch erstmal gar nichts dazu. Ich sage noch nicht mal Nein. Also, ne, wie gesagt, die Übertreibung hat geholfen. Ich sag noch nicht mal Nein, ich fühle jetzt erstmal nur komplett das Nein. Und ich sage erst ja, weil etwas in mir wusste, ich sag natürlich ja, ich habe voll Bock drauf, auf dieses Gespräch. Aber damit ich noch mehr Bock habe, also um es noch schöner zu machen, um es noch positiver als Erfahrung für mich jetzt erstmal nur zu machen. Und natürlich dann auch für dich, weil ich dann mehr da sein kann. Aber das war mir egal, das musste mir in dem Moment egal sein. Es war total egoistisch. Ähm, weiß ich, ich muss einmal, oder habe ich mal ausprobiert, ich muss einmal das Nein solange es will, solange es irgendwie der Größere ist. Und das Ja war ab und zu so ein bisschen da und sagte, wann ist es denn endlich soweit? Wann kann ich denn endlich Ja sagen? Also das war schon, da hatte das Spiel miteinander. Ne, da konnte das Scharnier sich lösen, da konnte was passieren. Die Tür konnte auf und zugehen die ganze Zeit. Also ich habe das einfach so durchrauschen lassen. Und dann irgendwann war dieser Moment da ist das eingerastet und habe ich gesagt, so okay, jetzt kann ich Bescheid sagen, von dem ich sowieso geahnt hatte, dass es sich abspielt, aber ich nehme mir vor heraus, meinen Kontaktpunkt zu verschieben, so wie du Ja, mit der ja, Uhrzeit. ja, Ist ja völlig egal, was das ist, aber es ist eine Akzentverschiebung. ja. Und es hat sich was in unserem Gefüge verschoben. In unseren jeweiligen Vorstellungen und Fantasien, also Objektbeziehung zu dem Gefüge, also das Fantasierte, wo der andere halt einfach nur so im Hintergrund ist, okay, ich halte hier diese Leinwand hoch, auf die du es projizieren kannst, ist ja cool, weil wir wissen, dass es eine Projektion ist. Dann kann man von da aus also das zurückverfolgen. Ähm, aber wir haben ja dann tatsächlich etwas anders gemacht, beide. Und eine neue Bewegung zueinander und gleichzeitig voneinander weg oder von einem Bild weg genommen, um uns woanders zu treffen. Mit einer Selbstbejahung im Gepäck. Und das ist eine andere Form von Verabredung. Also das ist ein anderes Treffen. Das ist eine andere Bereitschaft dazu, zu sagen, okay, ich bin jetzt wirklich hier, weil ich gerne hier bin. Und ich habe es nicht nur geahnt, sondern ich habe mich selbst. Ich bin mich nicht übergangen. Du bist dich nicht übergangen, ich bin mich nicht übergangen. Und wir haben dazu ungewöhnliche Wege vielleicht gewählt. Man könnte sagen, irrationale Wege gewählt. Weil vielleicht hättest du um 9 gekonnt und vielleicht hätte ich dir schon um 2 Uhr morgens Ja sagen können. Hätten wir machen können. Das wäre effizienter gewesen. Aber was wir jeweils gemacht haben, war, glaube ich, für die Qualität unseres Kontaktes jetzt und für das Anwesendsein effektiver. Das ist ein großer Unterschied, auch wenn sich im Wort nicht viel unterscheidet. Wir haben uns das zugemutet, könnte man sagen. An dieser Mini-Stelle. Und dadurch Wow. hat sich automatisch was verschoben. Das ist das Interessante. Verschmolzen wären wir übrigens dann auf diese komische, Ja, unsichtbar gemachte Weise, wenn wir beide nur funktioniert hätten. Und dann das wäre, dann hätten ja, wir unsere Grenzen und unser Gespür für die Grenzen, unser Interesse an ja, den Grenzen verloren. Und das ist das Unbehagen an der Verschmelzung, was ja, real ist. Aber das kriegen wir oft nicht mit. Das ist ja oft das, wo wir denken, ja, ich funktioniere, also bin ich. genau. Hm. Und Ja, halten ja, uns für autonom. genau, wir kämpfen um das Autonome, Ja. indem wir den anderen abweisen, zurückstoßen und wahrscheinlich ins Unrecht setzen. Und ja, genau, ich hänge bei dem, oder ich hänge noch an diesem Nein, ne? Das Nein. Es gibt, glaube ich, ein Buch, das heißt Das Nein in der Liebe. Und ich glaube, dass das hier entscheidend ist. Ich muss es mal kurz eingeben. Habe ich noch nie gehört.
Das ist ein sehr bekanntes Buch, aber frag mich mal von wem. Warte mal. Oh, von Schellenbaum. Oh, das ist krass gut. Das Nein in der Liebe, Abgrenzung und Hingabe in der erotischen Beziehung. Hm. Von, das ist von 93, ne? Aber der war damals einer der renommiertesten Psychotherapeuten überhaupt. Also das ist ein Buch, was man wirklich empfehlen kann, das Nein in der Liebe. Ja. Genau. Wir müssen gleich eine Pause machen. Ja, Kleine Pause. Aber weil was du sagst, was glaube ich ein wesentlicher Aspekt ist, ist, dass unter einem Nein ist immer ein Ja. Ja. Also ein auf jeden Fall unter ein Ja zu sich auch. Also ja, ganz genau. ja, Im Wesentlichen ein Ja zu mir selbst und darin dann vermutlich auch ein Ja zu dem anderen. ja, Also, und das hat dann aber keine gezwungene Ausdrucksform mehr oder ja. keine festgelegte Ausdrucksform. Ja. Also ein Nein, was quasi darunter kein Ja hat, ist wahrscheinlich kein wirkliches Nein. Das ist, ja, aber genau, ein wirkliches Nein wird ein Ja haben, Und irgendwo. umgekehrt, ein wirkliches Ja, Ja ja, ist von der Möglichkeit des Neins ausgegangen. Das heißt, wenn ich die Möglichkeit des mm, Neins mm, durchstreiche, dann ist das kein Ja, sondern es ist ein Gehorchen. genau. Dann ist es das niemals danach gefragt zu haben. Deswegen eigentlich glaube ich, dass das Ja aus dem Nein kommen, aus dem Nein erstmal Ja, kommen sollte. Damit ist man tendenziell auf der sicheren Seite, weil wir eine Ja-Sager-Erziehung sozusagen, also wir haben, das Nein ist unterrepräsentiert. Also das auf jeden gesunde Fall. Nein. Auf jeden Fall, weil es wurde, ja, nein, das absolut. Ja. Die Eltern wollen gehorsame Kinder. Ja. Die Eltern wollen gehorsame Kinder und zwar gehorsam in Richtung auf das, was sie selber als richtig ansehen. Ja. Und da fordern sie Gehorsam, selbst wenn es ein Gehorsam ist in Richtung von dem Gegenteil. Aber sie fordern ein bestimmtes Bild. Jetzt machen wir eine kleine Pause. Ja, wie gehen wir vor? Machen wir einfach wieder 2 Videos? Wollen wir jetzt, genau, genau, wir machen wieder 2 Videos. Haben wir jetzt, nein, wir machen jetzt dieses Gespräch als dieses Gespräch Ja. und dann schauen wir, was dann noch kommt. Weil ich glaube, dann gehe ich auch wieder auf den Balkon. Dann können wir sagen, wir machen wieder so eine Nachbesprechung. Wir machen ein zweites Gespräch auf dem Balkon, aber wir machen eine reale Pause erstmal. Ja. Wie? Okay. Ich gehe kurz mal, ich sage gar nicht, wo ich jetzt hingehe, ist ein Geheimnis. So. Also Aufzeichnung stoppen. Ja.